Mit der dritten Sektion sind wir heute das erste Mal in Betrieb gegangen und von dem her ist es ein wunderschöner Tag und wir sind sehr stolz, dass wir auch termingerecht oder sogar 3 Monate vor Werksvertragstermin in Betrieb gehen. Also wir haben das Projekt 3 Monate beschleunigen und das ist natürlich eine sehr grosse Leistung unseres Montageteams. Die eigentliche Montage der dritten Sektion hat angefangen mit dem Seiltransport, wo wir frühestmöglich auf die Birke haben, damit wir keine Wetterrisiken haben. Oh Mann, man hat schon Respekt davor, aber man gewöhnt sich ein bisschen daran, aber gleich ist man jedes Mal so ein bisschen kribbelig, vor allem beim ersten Mal. Die oberste Sektion ist die Herausforderung, dass wir am Schluss die 50 Tonnen schweren Bobinen mit einem Spezialfahrzeug bis in die Berge transportieren. Und das ist sicher eine der grössten Challenges in unserer Firmengeschichte. Die Platzverhältnisse zwischen Birk und Schildhorn sind so eng, dass wir nicht eine neue Bahn bauen und gleichzeitig die alte betreiben. Darum müssen wir zuerst die alte Bahn abbrechen, bevor wir die neue Bahn praktisch auf dem gleichen Trasse neu erstellen können. Und für das brauchen wir eben die 5 Monate von Mitte Oktober bis Mitte März. Die bestehende Talstation Birk Bitz wird abgebrochen. Das sind ca. 550 Kubik Beton in einem Dach, in Wänden, in Innendächen oder in Innenwänden aus Stahlbeton, die abgebrochen muss werden. Wir haben heute angefangen mit dem Seilzug in der dritten Sektion. Also zuerst das Tragseil von Birk Richtung Schildhorn zu ziehen. Der Seilzug hier ist relativ speziell. Wir haben eigentlich sämtliche Seile von alten Anlage gegen links verschoben auf die neue Anlage und ziehen jetzt mit den alten Seilen die neuen ein. Und somit ziehen wir auch die alten Seile rausziehen. Also ein neues rein, ein altes draus. Dann gibt es 2 Fliegen mit einer Klappe schlussendlich. Ja, da haben wir jetzt 2 Maschinen, eine ist in Tal unten und eine im Berg oben. Das ist dann jeweils ein Linearzug, heißt man das. Und da ist immer eine Klemme, die greift das Seil und dann löst die andere Klemme. Und die andere Klemme fährt dann wieder nach und greift das Seil wieder. Also es geht so ein fließender Übergang mit den Klemmen. Werkstation ca. 55%. Die Maschine hat sehr hohe Tonnage, was sie ziehen kann, bis zu 100 Tonnen. Und dadurch, dass das von Schildhorn ins Birk so ein riesiges Spannfeld ist, muss man die Tonnage relativ hoch halten, dass das Seil in der Luft bleibt. Es gibt keine Bahnen, die auf der Welt gleich sind. Es hat jede seine eigene Spezialität und seine eigenen Tricks und Kniffs. Und beim Seilzug ist es noch viel schlimmer. Es gibt kein Buch, das einem sagt, wie man Seil ziehen soll. Es gibt 100'000 Ideen, aber aus so vielen Ideen und so vielen Möglichkeiten das Richtige rauszuholen, das sicherste, das effizienteste, das macht für mich den Seilzug aus. Clemens, Berg ist alles okay, 55%. Also die Bahn oder müssen wieder weg? Probieren wir nicht.
Spezielle an diesem Projekt ist, wir arbeiten auf 3000 Meter. Wir haben eine Einmaligkeit. Und es gibt so einen ganz schönen Beschrieb für das Objekt. Operieren am offenen Herz. Wir sind hier voll im Betrieb, unter dem 3-Restaurant, wo wir sämtliche Arbeiten versuchen zu realisieren, damit die neue Bahn, die Spur 3.1, als erstes realisiert werden kann. Ein Strich durch die Rechnung machen ist hier oben die Witterung. Alltag 40 cm Neuschnee. Das ist das, was uns ins Programm reinpfuschen kann, sage ich mal. Alles andere können wir irgendwie herbiegen. Aktuell haben wir hier oben keine Bahnverbindung. Das heisst, Bauarbeiter bleiben von Montag bis Freitag oder bis Samstag hier oben auf Piz Gloria, sind hier stationiert. Und deshalb haben wir die ganze Infrastruktur müssen auf diese Bauphase legen und die entsprechenden provisorischen Bauten sicherstellen. Also ich bin sehr überrascht, dass es so gut läuft. Ich denke, das gibt ein Ghetto, aber alles tipptopp, super. Also eben Sauberkeit, ab und zu hat man etwas, aber ja, ist eine Baustelle, immer noch. Also das Arbeiten unter uns ist super, muss man sagen. So ein gutes Team da oben. Jeder weiß, um was das geht. Und man weiß dass es nicht einfach ist im Winter. Aber ich glaube, jeder macht das Beste draus. Das ist eine brave Sache hier oben. Ja, und man merkt auch, das Team mit der Zeit, man lernt neue Leute kennen. Ja, das ist brav. Das Leben da oben ist so, man lebt wie ein König, muss man fast sagen. Das Essen ist tipptopp. Und extra am Freitag, wenn wir runterkommen, sind alle anderen Leute ein bisschen komisch. Muss man sich erst wieder daran gewöhnen, wenn so viele Leute rum sind. Am Maschinenraum der dritten Sektion ist sicher sehr speziell die Topografie, wo der eigentlich ist. Der ist jetzt unterst im Gebäude drin, mit keinem direkten Zugang. Dieser hier war einfach ein Loch in der Decke und der ganze Antrieb, sämtliche Komponenten, auf das Loch hoch, durch das Loch hin und dann noch an den Einbauort. Wo dann alles zusammen war, in diesem Antriebsraum drinnen. Kannst du fast sagen, es ist Copy-Paste, wie jetzt eben die anderen Anlagen. Diese ist ein bisschen leichter gebaut vom Antrieb her. Wir haben einen leichteren Motor, wir haben ein leichteres Getriebe. Aber wenn es dann mal unten war, ist es eigentlich relativ ring gegangen. Heute sind wir hier auf dem Berg und für die oberste Sektion vorne vor das Zugseil spleissen. Da haben wir letzte Woche das Spleissgerüst montiert, sodass wir jetzt heute mit dem Spleisser zusammen starten können und das zusammenknüpfen. Also dieser Spleiss ist 40 Meter. Das ist 1200 Mal Durchmesser. Wir haben die Litzen verteilen, dann nachher die Litzen gerade machen und kommt mit Gummi und dann nachher machen wir die Knoten und machen wir 6 Knoten. Der nächste Schritt ist näher morgen am Abend, wir die Kabine vom Möhrenhof auf das Berg transportieren. Und dann, der nächste Schritt ist eigentlich der mit der Kabine vom Berg auf die Schildhorn. Heute Morgen hat es noch ziemlich stark geluftet. Zum Glück hat es dann gerade aufgehört, sodass wir jetzt eigentlich windstill hochfahren können.
Angela, wir sind über den zweiten drüber, alles gut. Sobald wir oben sind, schauen wir, dass die Kabine über die Kante kommt. Dann ziehen wir die zurück auf den Schlitten und ziehen sie dann irgendwie vor dem Gebäude durch unter die neue Bahn. Wir hatten Summe Glück gehabt. Es ist einfach gerade um einen Millimeter gegangen. Mehr braucht es nicht. Aber es ist alles gut gekommen. Man hat gebissen. Es hat ein paar Längtage gegeben, es hat ein paar Längmonate gegeben. Es hat eine Menge Knacknuss zu knacken gegeben. Es ist ein Nähr, hat man es machen, aber ich bin froh, es ist fertig. Meistens bin ich ja nur nie vor der Kamera gestanden. Ein paar wenige Monteure. Aber geschwitzt und gewerkt haben sie. Also wenn das Team hinter mir nicht wäre, wäre hier nichts. Ja. Sehr schön. Jetzt kannst du den noch nehmen, der hat sicher noch nie etwas erzählt. Hast du gegen die Kamera?